Hallo zusammen und willkommen zurück bei The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute probieren wir das Woodford's Nelson's Revenge, so hieß das, genau. Das ist das, was ich aus einem Extrakt-Set gemacht habe, was echt einfach herzustellen war, aber ich will jetzt mal gucken, ob das Bier auch wirklich so gut schmeckt wie eins, was ich brauen würde aus Körnern. Die Sache hier bei dem ist, das ist jetzt ein bisschen länger wieder gereift. Ich hatte Urlaub zwischendurch und das Ganze hat sich zeitlich verschoben. Aber das war jetzt auch im Kühlschrank und so, das ist alles gut. Das ist flaschengereift, eins von den wenigen Bieren, die ich flaschengereift habe, weil ich mir jetzt den Schritt mit dem fetten Gärfass gespart habe. Da kommt ja eh keine Kohlensäure zustande, weil das nicht perfekt dicht ist und nicht Druck aushält. Deswegen habe ich hier abgefüllt und gezuckert. Das Abfüllen war super einfach. Ich habe ja dieses Steigröhrchen gehabt und ich musste nur das Gärfass auf einen entsprechend hohen Stuhl stellen und konnte das unten schön abnehmen. Die Hefe ist echt faszinierend, weil die einen sehr, sehr festen Bodensatz gebildet hat. Also ich hatte am Ende von dem ganzen Vorgang wirklich so eine spiegelglatte Schicht Hefe unten am Boden, wo nichts von in die Flüssigkeit gekommen ist. Ich habe allerdings hier Bodensatz drin, das habe ich schon überprüft, weil einfach noch ein bisschen was in der Schwebe war, ein paar Hefepartikel. Und bei ganz wenigen Flaschen habe ich auch plötzlich mal so einen Schwall Hefe bekommen, wahrscheinlich weil sich was um die Öffnung vom Zapfhahn angelagert hatte. Ja, aber abgesehen von diesen Kleinigkeiten war das wirklich sehr einfach, die Hefe im Gärfass zu lassen. Und dieses Muntons Premium Gold war das ja, glaube ich, vom Hefenamen. Also das war ja nicht vollständig aufgedruckt auf dem Paket. Das scheint wohl dafür bekannt zu sein. Also findet man auch Hinweise im Internet zu. So, was sehen wir denn jetzt an dem Bier? Also es hat einen ordentlichen Schaum. Es ist schön carbonisiert, es hat eine tolle dunkelrote Farbe. Das sind alles schon mal optische Eindrücke, die sehr schön aussehen, sehr, sehr positiv sind. Schnuppern wir mal dran. Oha. Also bei der Fermentation hatte ich schon den Eindruck, das roch so, wie wenn ich Postboil East Kent Golding benutze. Also ich nehme an, hier sind, ja, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, ob die einen Sud konzentriert haben oder ob die einfach Hopfenextrakte und Malzextrakte zusammengemischt haben. Aber es scheint auf jeden Fall etwas zu beinhalten, was East Kent Golding Postboil nahe kommt. Und ja, das riecht irgendwie echt heftig überwältigend. Ich bin mir nicht ganz sicher, woran das jetzt liegt. Also es riecht auch Toffee-mäßig nach Karamellmalz. Es riecht durchdringend süß. Und ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt die Hefe ist oder diese Malzextrakte. Und die Fruchtigkeit ist nicht so, wie ich das kenne von Postboil East Kent Golding, sondern das riecht wirklich fast nach Gummibärchen. Also ich frage mich, was die da veranstaltet haben. Das ist... Also wenn ich so ein Bier in freier Wildbahn bekommen würde, dann wäre ich sehr suspekt. Gummibärchen im Sinne von so diese Echtsaft-Gummibärchen, die ganz dunkelrot sind, so mit Johannisbeer, Brombeer, aber auch furchtbar süß. Mein Gott. Okay, jetzt bin ich mal gespannt auf den Geschmack. Okay, sehr heftige Bittere. Also für ein englisches Bitter, das ja entgegen des Namens eigentlich nicht sehr bitter ist weniger bitter, weniger herb als ein Pilz. Das hat direkt von Anfang an so eine Bittere, die wirklich stark reift. Das schmeckt so ein bisschen wie alt. Also ich kenne nicht viele Altsorten, aber ich meine, da gibt es auch welche, die so von Anfang an bitter sind und das hält dann richtig lange nach. Das ist nicht das Ürige, das ist ja angenehm, das wird langsam immer bitterer und ist dann sehr heftig bitter, aber auf eine angenehme Art. Das schmeckt so gar nicht englisch irgendwie. Das schmeckt, als hätte sich dann Deutscher an die Bitterung gemacht. Vielleicht ist das so, wenn man Hopfenextrakt verwendet, keine Ahnung. Jetzt habe ich aber sonst kaum was mitbekommen vom Geschmack, also probieren wir nochmal. Also es hat auch dieses Gummibärige und das ist wirklich nicht mein Fall. Insgesamt, dadurch, dass so viele Sachen komisch sind, würde ich sagen, Extraktbrauen ist nichts, was ich nochmal versuchen werde. Es schmeckt schon nach Bier. Es schmeckt teilweise englisch, aber auch also irgendwie so gar nicht. Also das Englische ist eigentlich das, was mir fehlt. Obwohl die Hefe ja eine englische Hefe ist. Ja, leicht gummibärig, leicht auf so eine ganz süße Art malzig, aber nicht so die Honignote, die ich von Pale Ale Malz kenne, sondern wirklich einfach nur so süßer Geschmack im Mund und dann diese bittere, die so lange nachhängt. Ja, ich glaube, ich kann auch mehr von diesen Flaschen verschenken. Mein Gott. Also das Schönste ist eigentlich nur Schaum und Farbe, muss man ganz ehrlich sagen. Die sind gut. Wobei das auch heftig rot ist, also wer weiß, ob die da nicht Farbstoffe reingetan haben. Das ist ja gar nicht braun, ne? Naja, also mein Fazit, müsst ihr nicht nachbrauen. Man kann es trinken, es ist aber wirklich nicht so, wie ich das von meinen selbstgemachten Rezepten und Schüttungen kenne. Es ist, ja,
Bisschen krass. Ich werde die Hefe noch einmal verwenden, ich habe die aufbewahrt und dann kann ich mal gucken, ob es die Hefe ist. Ich glaube es aber nicht. Da ist bestimmt mit dem Maisextrakt und diese Art, Sachen aus Extrakten zusammenzuschütten, das ist bestimmt einfach nicht in Ordnung. Naja, dann wisst ihr auch, was das angeht. Wenn ihr etwas findet aus Extrakten, was ihr unbedingt mal brauen wollt, macht ruhig. Vielleicht ist das ja ein besonders schlechtes Beispiel, was ich hier habe. Ansonsten würde ich sagen, lieber All-Grain brauen, wie wir das hier gewohnt sind, mit richtigen Körnern und einem richtigen Geschmack. Die Älteren werden sich erinnern. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und macht es gut, bis dann.